Aprilia RS 660. Viele von euch haben gefragt, wann gibt es denn mal wieder ein Schraubervideo von mir? Tja, und genau heute ist es der Fall, und zwar haben wir hier eine Aprilia RS 660 stehen. Die ist von einem Kollegen von mir, die hat er sich vor kurzem erst gekauft. Allerdings gefällt ihm die Farbe leider nicht. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber das Gelb ist in seinen Augen nicht schön, das heißt, es muss weg. Ja, alles ist Geschmackssache. So oder so ist es genug für uns Projekt, dass wir das Thema jetzt angehen und wir die Verkleidung hier runterschmeißen und gegen eine neue Verkleidung ersetzen. Quatschen wir gar nicht lang rum und fangen direkt an, als allererstes die Verkleidung hier abzubauen und das komplette Motorrad zu strippen. Jetzt haben wir das Motorrad soweit gestrippt, das heißt die komplette Verkleidung ist abgebaut, nichts mehr was Gelbes ist dran. Manche Teile, die schwarz sind auch nicht mehr dran. Das heißt, wir müssen die Teile umbauen. Also alles an Clipsen, alles an Anbauteile. Was jetzt bei der neuen Verkleidung nicht dabei ist, müssen wir von der alten, von der Originalverkleidung mit übernehmen. Außerdem, wie wir hier sehen, ist der Tank natürlich noch gelb. Der Tank ist leider auch nicht dabei, beziehungsweise Aprilia verbaut einen Kunststofftank, das heißt kein Tankcover, dass wir einfach eine Haube hätten drüber ziehen können. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Problem, und zwar müssen wir den Tank abbauen und folieren lassen. Ja, und bevor wir das am Ende ganz vergessen, hier hängt noch die Originaltröte dran. Ja, der gute Mann hat auch keinen Bock mehr auf einen Originalauspuff und will sich da einen MIF drunter hängen. Alles klar, wir erfüllen die Wünsche, MIF-Auspuff ist am Start. Den hämmern wir jetzt hier drin, ist eine Komplettanlage, das heißt inklusive Krümmer, der muss ab, genauso wie hier unten der Endschalldämpfer. Hauen wir jetzt raus und hauen den MIF dran und dann geht es weiter mit der Verkleidung. Ein riesen Brotkasten, den sind wir jetzt endlich los, der kommt auf die Seite. Ui, was ein Klopper. Und dafür kommt das kleine Ding hier dran. Mal gucken, was es am Ende an der Lautstärke ausmacht. Es hat E-Nummer, hoffentlich ist es nicht zu laut. Wir werden es sehen. Den schmeißen wir jetzt da unten dran. So, jetzt haben wir alle Teile umgebaut von Original, alles was wir übernehmen müssen, auf die andere Verkleidung. Ich muss sagen, währenddessen habe ich mal ein bisschen die Qualität angefasst und dafür, dass er aus China kommt, fühlt sich das Plastik tatsächlich relativ okay an. Also man kann sich echt nicht beschweren, Lackierung sieht auch soweit super aus, kann man nichts Negatives sagen. Wie gut allerdings die Passform ist, das sehen wir jetzt, wenn wir es ans Moped verbauen. Fangen wir mal an mit dem Zusammenbauen, und beim Zusammenbauen gilt einfach genau in umgekehrter Reihenfolge, wie wir es abgebaut haben, wieder anbauen. Die komplette Verkleidung soweit schon mal dran, bis auf die Front. Da fehlt noch ein Teil. Der Karim hat sich eine dunkle Scheibe gewünscht und da haben wir hier was von MRA. Die Scheibe ist schwarz, aber trotzdem mit ABE. Das heißt, die verbauen wir jetzt noch, dann hauen wir die Front wieder drauf und dann gucken wir uns mal an, wie das komplette Moped mit der neuen Verkleidung soweit aussieht. Abgesehen vom Tank, den müssen wir noch folieren, und abgesehen vom Heck, die Flügel waren nämlich auch nicht dabei, die müssen wir dann wohl auch noch folieren. So, die Maschine ist fertig, wir haben alles dran, Front ist dran, Licht ist wieder dran, Scheibe ist dran, alles andere von Verkleidung ist dran. Heck brauchen wir noch, ihr seht's, und der Tank, der muss noch foliert werden.
Aber ansonsten ist die Maschine jetzt soweit fertig umgebaut. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie euch das neue Design gefällt oder ob vielleicht doch das alte, das gelbe, das schönere Design war. Ich hoffe, euch hat der Umbau gefallen. Wenn ihr mehr solche Umbauten oder Technikvideos sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es auch unten in die Kommentare oder auf Instagram. Ansonsten, wie immer, Like da lassen, Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich diese Maschine hier mal Probe fahren gehe und mal durchcheck, ob die Leistung überhaupt ausreichend ist und das Ding überhaupt Spaß macht zu fahren.